Liebe Barbara, seit 20 Jahren arbeiten wir zusammen an den illuminierten Handschriften, beziehungsweise wir versuchen, diese illuminierten Handschriften konservatorisch zu sichern. Wir haben einen faszinierenden Bestand. Kannst du uns denn sagen, wie der Allgemeinzustand dieser Kodizes ist? Ja, wir haben die Bücher ja relativ früh schon mal im Depot durchgesehen und haben eine Bestandsaufnahme gemacht und festgestellt, dass die meisten Bücher ja nicht in ihren Originaleinbänden sind, sondern in späteren Einbänden, die für die Pergamentbuchblöcke mit der Buchmalerei suboptimal sind. Und wir hatten ja damals gar kein Geld. Trotzdem haben wir versucht, den Zustand dieser unterschiedlichen Kodizes zu sichern. Wie bist du dabei vorgegangen? Also es ist so, dass die Pergamentbuchblöcke, wenn die nicht in geeigneten Bucheinbänden sind, dann arbeitet das Pergament zu sehr. Das heißt, es dehnt sich aus bei Feuchtigkeit und schrumpft bei Trockenheit. Und die Pigmente müssen dann die Bewegung des Pergaments mitmachen und können dabei dann abplatzen. Und das Problem ist, wenn die Schließen nicht vorhanden sind, dann quillt der Buchblock auf, wenn der keinen Halt und keinen Druck hat. In diesem Fall, bei LM56, waren die Schließen defekt. Das heißt, wir haben hier zum Teil die Schließen neu ergänzt bei der Restaurierung, um dem Buchblock wieder seine Form zu geben. Das Konzept war eigentlich, dass wir überhaupt kein Geld hatten und dass ich deswegen bei Klug Conservation in Immenstadt angefragt habe, einen Zulieferer für uns, der säurefreie Verpackungsmaterialien anfertigt. Und er hat sich dann gerne darauf eingelassen und dadurch kamen dann eben diese Schutzumschläge oder die Kassetten. Ja, jetzt hast du gesagt, dass der Allgemeinzustand ja sehr durchwachsen ist, beziehungsweise sehr unterschiedlich. Wie kann ich mir das vorstellen? Der ist sehr gemischt. Also manche Einbände sind, obwohl sie nicht ideal sind, wunderschön und auch intakt. Andere Einbände, die besser geeignet wären, sind leider nicht intakt. Sind Teile abgefallen, es fehlen Bereiche. Die Buchblöcke sind zum Teil gebrochen. Einzelne Lagen haben sich aus dem Lagenverband gelöst. Also man kann gar nicht so, es ist nicht so einheitlich, also es ist sehr unterschiedlich. Manche bräuchten sehr viel Zuwendung und sehr viel Aufwand und andere kann man so lassen und die werden auch keinen Schaden nehmen in der Zukunft. Welche Art von Vorbereitung waren wichtig, damit wir es kennen können? Die Vorbereitung der Bände für die Digitalisierung war zum Teil, waren die Bände so aus dem Lagenverbund, dass man sie problemlos scannen konnte, weil man sie ganz öffnen konnte und unter den Scanner legen. Bei den Büchern, die zu eng gebunden waren, um sie mehr als 90 Grad zu öffnen, war es nötig, dass 2 Personen beim Scannen halten und dass dann immer nur eine Seite gescannt wird und dass es hinterher wieder zusammengeführt wird. Besonders wichtig war uns ja eins der Highlights der Sammlung zu restaurieren und das ist das sogenannte LM56, was aus der Epoche 1520 stammt, Gent Brüggemaler und aus dem Umkreis von Simon Bening. Es gehört zu den wertvollsten Büchern mit der auch delikatesten Malerei. Und dieses Buch hast du dir besonders zu Herzen genommen und hast es restauriert. Was hast du alles unternommen und welche Schritte hast du gemacht und wie hast du das alles auch dokumentiert? Also das kleinste Büchlein der Sammlung war in einem sehr schlechten Zustand. Es war quasi auseinandergebrochen, weil zu irgendeiner Zeit der Einband so abgeändert worden war, dass es einen flachen Rücken bekommen hat. Man sieht hier den alten Rücken, den ich später bei der Restaurierung dann abgenommen habe, der ungeeignet war. Und um diesen flachen Rücken arbeiten zu können, hat irgendjemand einfach
stabilisierende Struktur, nämlich die erhabenen Bünde des Buchblocks, abgeschnitten. Und dadurch waren die Fäden der Lagen lose und die Lagen konnten einfach rausfallen. War natürlich ein Vorteil für das Scannen, weil man es dann einfach sehr gut drunter legen konnte, aber hinterher war es dann eben völlig auseinandergefallen. Und ich habe das dann restauriert, indem ich die Lagen vollständig auseinandergenommen habe, habe dabei ein sogenanntes Lagenprotokoll erstellt und dabei auch festgestellt, dass viele Blätter schon sehr stark geschädigt waren. Man sieht hier zum Beispiel, dass hier ein Stück eingesetzt ist. Das heißt, irgendwann sind diesem Buch solche Miniaturen und Buchmalereien entnommen worden und später zu einem anderen Zeitpunkt wieder eingesetzt worden. Und diese Reparaturen wurden gemacht, indem einfach ein Pergamentstreifen drüber geklebt wurde. Diese Evidenz wollte ich natürlich erhalten, habe aber trotzdem da nachgebessert, wo diese neuen Strukturen zu hart waren und zu neuen Brüchen und Rissen führten. Jedenfalls ist dieses Buch insgesamt ganz auseinandergenommen worden und ich habe dazu eine Dokumentation angefertigt. Hier sieht man mal, ich weiß nicht, kann man das jetzt so in der Höhe sehen? Sieht man in der Dokumentation, dass der Vorderdeckel zum Beispiel ganz lose war, dass die Schließen defekt waren, gebrochen waren zum Teil, dass der Rücken hier gelöst war und dass der Buchblock deformiert war. Und hier besonders die Seite, die immer ausgestellt wird, die war ganz gebrochen und auseinandergefallen. Das heißt, ich habe dem Buchblock eine neue Form geben müssen. Man sieht hier, dass die Lagen nach vorne geschossen waren und der Buchblock wellig war, sodass das alles wieder neu geheftet werden musste. Und hier sieht man eben dann im Vorzustand und im Nachzustand, wie der Deckel wieder befestigt wurde und der Buchblock wieder zusammengefügt wurde. Sodass jetzt also bei diesen, ich habe noch zusätzlich auch diese Seidenpapierchen, die zum Teil noch da waren und zum Teil aber auch fehlten, neu eingefügt, damit die Miniaturen optimal geschützt sind. Dann habe ich einen neuen Rücken drüber gearbeitet, aus schwarzem Leder eben auch wieder und diese erhabenen Bünde, die ursprünglich bei dem Bändchen vorhanden waren, auch wieder so angelegt und ausgearbeitet, habe den Band aber insgesamt wie einen Konservierungseinband gearbeitet, sodass er sich jetzt deutlich weiter öffnen lässt, fast bis zum 180 Grad, sodass man es einfach besser lesen kann und besser blättern kann. Die ganze Steifheit, die vorher an dem Band war, ist jetzt entfernt, sodass er eben auch nicht mehr auseinanderbrechen kann. Also das Buch hatte zwar 2 Schließen, aber an jeder Schließe hat irgendwas gefehlt. Mal war das haltende Teil weg, mal war das greifende Teil weg und ich kenne eben eine Goldschmiedin, die sehr gute Arbeit macht, die schon öfter für mich Schließen gearbeitet hat und die hat diese wunderbaren Silberschließen nachgearbeitet, also nur die fehlenden Teile, hat die fehlenden Teile hier dann angelötet und genauso rausgearbeitet, sodass wir wieder jetzt 2 Schließen haben, die das Buch optimal verschlossen halten, das Pergament unter Druck halten, sodass hier keine weiteren Verluste zu erwarten sind. Genau, also bei der Restaurierung habe ich ja verschiedene Teile, zum Beispiel diesen ungeeigneten, viel zu kleinen Rücken entfernt. Den habe ich jetzt hier so montiert, dass man ihn von beiden Seiten angucken kann. Wer damit forschen möchte, dann habe ich eine alte Reparatur, die vorne diesen Buchblock mit dem Rücken verbunden hat, abgenommen und eine Hinterklebung der Pergamente. Zusätzlich habe ich die ganzen alten Heftfäden aufbewahrt und die abgenommenen Verklebungen, die zu hart waren, um das Buch so halten zu können. Hier sind ein paar von den Seidenpapierchen, die eine nicht so gute Qualität haben, sodass ich die ersetzt habe durch säurefreie Pergamente. Und am Ende war es dann noch so, nach der Neuheftung habe ich die Kapitale ersetzt, einfach um wieder die Haltbarkeit. Hier, das sind die Kapitale an Kopf und Fuß. Das ist hier ein zweifädiges, zweifarbiges, handumstochenes Kapital, was im Buchblock auch wieder verankert ist, sodass auch an Kopf und Fuß des Büchleins eine grundsolide Stabilität gegeben ist.
Und das habe ich ja mit Faden und Nadel richtig durch den Buchblock hier tief gestochen. Sieht man, glaube ich, ja, hier sieht man das sehr schön, wie nach dem Heften des Buchblocks hier ein Grundkapital an den Buchblock angestochen wurde durch den sogenannten Fitzbund, der bei der Heftung entsteht, und dann zweifarbig umstochen wird. Und dann kommt noch eine Hülse, sogenannte Hülse auf den Buchrücken, um den Rücken hohl zu arbeiten, damit der Buchrücken sich eben auf 120 Grad öffnet und nicht wie vorher nur auf 80 Grad. Und dann wird das neue Leder untergearbeitet, unter das Deckelleder auf beiden Seiten und abgebunden mit diesen Schnüren. Und dann habe ich nachträglich, die Schließen haben ja dann die habe ich ja erst abnehmen müssen und wegschicken müssen, bis die dann wieder kamen, wurden die dann nachträglich nochmal angebracht. Dazu habe ich dann noch diese etwas groben Spiegel, die hier in dem Buch drin sind, die sollten auch erhalten bleiben. Die habe ich dann nur an der Vorderkante schmal angehoben, um da die neuen Silbernägelchen zu befestigen. Also alle Nägelchen sind neu gemacht worden und sind auch entsprechend patiniert worden wieder, sodass sie zu den alten dazu passen. Hier sind noch ein paar Fragmente von den alten Nägelchen. Also beim Lagenprotokoll halte ich einfach nur fest, welche Abfolge im Buch vorzufinden ist, weil es natürlich interessant ist. Hier, wo ich jetzt zum Beispiel, hier habe ich eine kleine Legende gemacht, also die einzelnen Striche sind die Pergamentblätter, der Punkt ist jeweils der Heftfaden und dann gebe ich die Nummerierungen durch, die Blattnummerierungen, die Blattzählungen. Das wäre jetzt interessant für die Forschung zu schauen, läuft der Text trotzdem weiter? Ist es rausgeschnitten worden, ist das Buch erst geschrieben worden, dann gebunden worden oder erst gebunden worden, dann geschrieben worden? Fehlt da wirklich was oder sieht es nur so aus? Hier fehlen 2 Sachen. Barbara, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich bin sicher, dass sich alle an den Einblicken, die du uns gewährt hast, erfreuen werden. Und wir hoffen sehr, dass wir auf diese Weise die Sammlung für die weitere Ewigkeit gesichert haben. Vielen Dank.